Marketingleiter haben zwei Möglichkeiten aufzufallen, wenn sie neu sind in einer Firma. Einmal, sie machen eine neue Kampagne oder das zweite, sie machen ein neues Logo. Doch ist das eine gute Idee? Natürlich muss man ab und zu mal ein neues Logo einführen. Man möchte ja nicht verstauben, sondern Ziel ist es natürlich schon, dass das Logo aktuell bleibt. Aber das hat natürlich auch intern häufig sehr viele Widerstände und extern sollte man auch lieber zweimal überlegen. Kunden interessieren sich nicht für Logos. Für Kunden ist nur eins wichtig: Wiedererkennbarkeit. Konsumgüteranbieter wissen das ganz genau. Und deswegen, wenn man sich die Verpackung von Konsumgütern anguckt, dann sieht man auch ganz genau, dass die nur ganz allmählich geändert werden. Hervorragende Beispiele sind zum Beispiel Ovomaltine, die ganz allmählich immer wieder aktueller werden. Oder beispielsweise auch Knorr Tütensuppe. Da ist man ganz allmählich beim Ändern dabei. Wenn man die Verpackung viel zu radikal ändert, beispielsweise wie das Schauma-Shampoo mal gemacht hat, dann findet der Kunde nachher sein Produkt nicht mehr und man verliert bis zu 50% des Umsatzes, was sicherlich nicht das Ziel ist. Genauso ist es bei Logos. Änderungen sollten nicht zu radikal sein. Die Credit Suisse hat mal ihr Logo geändert, wollte mehr Private Banking sein. Das war zwar ein schönes neues Logo, aber man hat es nicht mehr wiedererkannt und es war auch nicht mehr so sichtbar, wie es vorher gewesen ist. Hervorragende Beispiele für allmähliche Logoänderungen sind die Allianz, die ihren Adler haben und den immer mehr stilisiert haben. Oder das Beispiel von Nestle, wo das Nestle-Nest genommen wird und allmählich wird das vereinfacht und es fliegt auch mal ein Küken raus, weil die Familien haben ja auch weniger Kinder heutzutage. Oder Volkswagen, die ganz allmählich das Logo im Laufe der Zeit angepasst haben und natürlich auch auf die neuen Medien nachher adaptiert haben. Es gibt natürlich Ausnahmen. Ganz selten muss man mal tatsächlich ein radikales neues Logo machen, wenn man eine neue Story hat. Beispielsweise als die Swiss Life von der Genossenschaft zur Aktiengesellschaft geworden ist, da musste man das Logo auch mal aktualisieren, hat das aber hervorragend gemacht, weil man wahrscheinlich 10 Jahre lang Swiss Life Rentenanstalt, Rentenanstalt Swiss Life kommuniziert hat. Sehr allmählich. Ähnlich auch die AXA Winterthur, die lange die Winterthur im Logo gelassen hat. Mit anderen Worten, kurz und bündig: Man darf nicht verstauben, aber es muss aktuell bleiben. Gute Markenführung braucht einfach Zeit.